Ja, für uns war die größte Herausforderung, aufgrund unterschiedlicher Kundenanforderungen eine Plattform zu schaffen, die weitgehend auf Standardkomponenten basiert, aber soweit skalierbar ist, dass wir jeden Kundenwunsch mit bedienen können. Alle Prüfstände, die wir bauen, bestehen aus Industriekomponenten. Also das heißt eine lange Verfügbarkeit, eine hohe Qualität. Im Moment prüfen wir Elektromobile für die Elektromobilität, Fahrräder, Lastenfahrräder kommen jetzt, Kleinstfahrzeuge, elektrische Kleinstfahrzeuge. Ja, die Vorteile der FANUC-Lösung ist, dass es ein skalierbares System von sehr kleinen Antrieben bis zu sehr großen Antrieben ist, mit der gleichen Softwareplattform. Dass das System rückspeisefähig ist, das heißt, wir können die Energie auch netzrückspeisen. Und die Softwareplattform lässt sich skalierbar programmieren, auch durch unsere Softwareingenieure, was vorher deutlich aufwendiger war. FANUC war der Einzige, der uns in dieser Phase, wo eben diese Materialverfügbarkeit so schlecht war, der uns dort weiterhelfen konnte, der wirklich auch zu seinem Wort stehen konnte und wo dann auch das Lieferdatum mit dem Versprochenen übereingestimmt hat. FANUC hat uns aufgrund der großen Leistungsbandbreite ja, sehr schnell zugesagt. Dann sind wir auch mit dem technischen Support sehr gut klargekommen, haben die ersten Systeme testweise integriert, ob das funktionieren kann. Hat sehr gut funktioniert. Wir haben jetzt sehr gute Erfahrungen mit dem Support von FANUC gemacht. Die haben uns kompetent und sehr schnell auch immer bei Rückfragen unterstützt. Die Mitarbeiter vom FANUC Support haben uns dann eben auch sehr kompetent geschult hier vor Ort. Das ist für uns immer wichtig, dass auch wenn jetzt Standardkomponenten ausfallen, die vor Ort sehr schnell getauscht werden können. Aufgrund dessen wir uns für FANUC entschieden haben. Also auch für die Zukunft ist es für uns so, dass wir bei größeren Projekten in Zukunft wahrscheinlich nur noch auf FANUC gehen werden, weil hier einfach auch die Grenze unserer bestehenden Lieferanten erreicht ist. Die wurden auch ausgewählt, weil wir damals auch kleinere Prüfstände im Fokus hatten. Das hat sich jetzt geändert und jetzt ist deswegen auch der Fokus auf einen Lieferanten, der deutlich performantere Antriebe bieten kann.